Hallo und herzlich willkommen bei der Historischen Bergungsgesellschaft. Endlich ist es soweit und wir sind an dem Ort angekommen, von dem wir euch schon lange berichtet haben. Wir befinden uns hier im legendären Habachtal in Österreich. Das Habachtal liegt im Salzburger Pinzgau und ist aufgrund seiner Bodenschätze weltweit bekannt. Im Gegensatz zu den Nachbartälern haben sich hier im Habachtal im Verlauf der frühen Erdgeschichte geologische Formationen gebildet, bei denen es zu einem hochkonzentrierten Mineralienvorkommen gekommen ist. Sämtliche Mineralien, die es hier gibt, im Einzelnen aufzuzählen, das würde völlig den Rahmen unseres Berichtes hier sprengen. Deshalb wollen wir uns nur auf die bedeutendsten Edelsteine konzentrieren und das sind natürlich die Smaragde. In einem Seitental dort hinten, unterhalb des Graukogels, einem 2824 Meter hohen Berg, liegt nämlich die einzig bedeutende Smaragdfundstelle hier in Europa. Und genau aus diesem Vorkommen und nirgendwo anders her, wie beispielsweise aus smaragdfördernden Ländern wie Brasilien oder Kolumbien, stammt ein 42-karätiger Smaragd, mit dem die britischen Kronjuwelen besetzt sind. Das allein ist schon eine bemerkenswerte Tatsache. Obwohl dieses Smaragdvorkommen hier an der Seite schon seit Jahrtausenden bekannt ist, kam es nie zu einem dauerhaften oder kommerziellen Abbau, weil das hochalpine Gelände dafür einfach viel zu schwierig ist und ein Abbau daher einfach nur unter schwersten Umständen möglich ist. Es gibt sogar am Graukogel auf 2200 Metern Höhe ein Smaragdbergwerk, aber auch dieses wird von den Besitzern nur gelegentlich für den Abbau genutzt, weil die Bedingungen einfach viel zu schwer sind. Ein Naturereignis hat im Jahr 2002 aber eine neue Wendung mit sich gebracht, weil dort bei einem Murenabgang Tonnen von smaragdhaltigem Gestein nicht nur den Berg, sondern auch einen Flusslauf, die sogenannte Leckbachrinne, heruntergerutscht sind. Und seitdem kann man Smaragde im offenen Gelände finden, indem man sie einfach aus dem sandigen Schutt des Baches auswäscht. Und genau darauf haben wir uns ganz intensiv vorbereitet und wollen jetzt mit unserer Ausrüstung Smaragde waschen gehen. Wir sind schon total im Smaragdfieber und ob es uns gelingt, davon durch ein paar spektakuläre Funde geheilt zu werden, das zeigen wir euch jetzt. Los geht's!
Dort hinten sehen wir den Gasthof Alpenrose. Der Gasthof hat beim Murenabgang 2002 sehr viel Glück gehabt, weil die Mure direkt hinter dem Haus stehen geblieben ist. Hinter dem Gasthof hat sich ein großes Trümmerfeld aufgetürmt und darin kann man natürlich die Smaragde finden. Das sehen wir uns jetzt einmal ganz genau mit euch zusammen an. Ich habe zwar wirklich nur das absolut Notwendigste eingepackt, aber es ist wirklich super schwer, hier den Berg hochzulaufen. Total anstrengend mit der ganzen Ausrüstung hier den Weg nach oben zu gehen, aber es lohnt sich wirklich. Es ist so eine wunderschöne Landschaft und allein das entschädigt schon für den anstrengenden Aufstieg. Wir haben hier eine schöne Stelle gefunden und jetzt beginnen wir mit dem Aufbau unserer Ausrüstung und dann können wir mit dem Schürfen beginnen. Jetzt liegen unsere Sachen bereit. Jetzt müssen wir nach einer Stelle suchen, wo wir das Brett in die Leckbachrinne legen, also in den Wasserlauf, damit sie permanent vom Wasser durchflossen sind, damit wir dann in diesem Durchfluss den Schutt auswaschen können, um dann vielleicht hier und da einen kleinen Smaragd im Waschbrett zu haben. Also, es geht weiter. Es hat sich als wesentlich komplizierter erwiesen, eine geeignete Stelle zum Schürfen zu finden, als wir uns das ursprünglich gedacht hatten. Denn zum einen ist die Leckbachrinne nicht an allen Stellen gleich tief, das heißt, man hat Stellen, an denen nur sehr wenig Wasser fließt. Dadurch hätte man dann viel zu wenig Durchfluss durch die Waschbretter und könnte damit den kiesigen Untergrund gar nicht richtig auswaschen. Das nächste Problem war, dass an Stellen, wo es dann genügend Wasser gab, wiederum die Leckbachrinne viel zu schmal war. Das heißt, da hat das Waschbrett dann nicht hineingepasst. Wir mussten also sehr genau hingucken, bis wir eine Stelle gefunden hatten, die alle Bedingungen erfüllt. Wie ihr hier im Bild seht, war unsere Suche nach dem geeigneten Schürfplatz dann doch erfolgreich. Jetzt war noch die große Aufgabe, das Brett richtig in den Bachlauf einzubringen, denn man muss ja bedenken, man bewegt sich auf einem Geröllfeld. Der gesamte Untergrund ist dadurch uneben. Man muss das Brett am Ende gerade ins Wasser legen. Der Bach muss hindurchfließen und das Ganze soll dann natürlich auch nicht verrutschen. Was sich als sehr hilfreich erwiesen hat, war die Technik, das Bachbett mit einigen flachen Steinen zu begradigen, sodass man erstmal einen geraden Untergrund geschaffen hat. Darauf konnte man dann die Waschbretter positionieren und am Ende habe ich das Ganze mit Steinen an den Rändern so eingeklemmt, dass das auch nicht mehr verrutschen konnte. Damit hatten wir die ideale Waschstation sozusagen errichtet und können als nächstes mit dem ersten Schürfvorgang beginnen. Hier sehen wir die Stelle, wo wir unsere erste Bodenprobe entnehmen. Wir haben zuerst das lockere, grobe Gestein weggeräumt. Darunter sieht man diese kiesig-lehmige Schicht. Das ist genau der ideale Untergrund, den wir brauchen. Hierin könnten sich theoretisch Smaragde befinden. Wir füllen jetzt den gesamten Eimer mit diesem lehmigen, kiesigen Gemisch und dann
werden wir das Ganze in der Waschrinne auswaschen. Es bleiben dann nur noch kleine Steinchen über und vielleicht auch der eine oder andere Smaragd. Also nun heißt es erstmal einmal füllen, waschen, waschen, waschen und hoffentlich dann bald auch noch mal etwas Grünes in dem Waschbrett sehen. Im Moment noch nicht, danke. Danke. Einen riesigen Bergkristall kann ich euch anbieten. Auf jeden Fall ziemlich groß und oben auch ziemlich klar, aber nichts Grünes. Keine Smaragde bis jetzt. Naja gut, den nehmen wir auch mit. Ich weiß nicht, wie gut ihr es erkennen könnt, aber hier haben wir einen mini kleinen Pyritwürfel. Richtig würfelförmig. Komplett mit allen Seiten da ein bisschen abgeschlagen. Auch ganz nett. So, endlich! Da schimmert es grün. Der erste Smaragd.
Wir haben einen herrlichen ersten Tag in der Natur des Habach-Tals verbracht und sogar einige Smaragde finden können. Alles in allem gibt es nichts, was man diesem Tag noch hätte hinzufügen können. Und jetzt sind wir sehr gespannt, wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Für heute ist jetzt Schluss, denn wir müssen noch bedenken, dass wir den Abstieg vor Beginn der Dämmerung schaffen müssen. Man versucht natürlich herauszufinden, ob es irgendwo eine sehr ergiebige Stelle gibt, aber dafür scheint es keine festen Regeln zu geben, denn man muss sich einmal vorstellen, beim Murenabgang sind ja Tonnen von Geröll den Berg hinuntergerutscht und dabei hat sich alles immer wieder miteinander vermengt. Was wir aber relativ schnell herausgefunden haben, ist die Tatsache, dass es in der Leckbachrinne selber, also mitten im Wasserlauf, eigentlich gar nichts zu finden gibt. Das ist ja auch logisch, weil natürlich schon seit vielen Jahren Smaragdsucher ins Habachtal kommen und wenn sie ihre Eimer durchwaschen, dann kippen sie den Kies einfach in den Bachlauf und dadurch sind dann natürlich nur Steinchen, in denen nichts mehr an interessanten Mineralien drin sind, weil das natürlich alles schon durchgewaschen worden ist. Wir haben also festgestellt, dass man tendenziell eher an den Rändern suchen muss und wenn man einmal genau hinguckt, dann sieht man natürlich auch, wo noch Reste der Mure sind, die von den Smaragdsuchern vielleicht angegraben wurden, aber natürlich noch nicht abgetragen sind. Das hat uns auf die Idee gebracht, dass wir nicht immer an der gleichen Stelle suchen werden, sondern bei Gelegenheit den Standort wechseln, ganz besonders wenn wir längere Zeit nichts gefunden haben. Wir haben es uns deshalb so überlegt, dass wir uns eine geeignete Stelle suchen, an der wir nach den Smaragden schürfen. Und sofern sich dort nicht unglaublich viel finden lässt, werden wir am nächsten Tag eine neue Stelle suchen und es mal an einem zweiten Punkt probieren. Insbesondere um herauszufinden, ob sich da genauso viel, weniger oder vielleicht auch mehr Erfolg einstellen wird. Und man damit natürlich ein Gefühl dafür kriegt, wo geeignete Stellen zum Graben sind. Nachdem der gestrige Tag schon erste Erfolge gebracht hat, schauen wir uns heute nochmal eine neue Stelle an und werden mal sehen, was wir heute finden können. Drückt uns die Daumen! Da ist endlich ein Smaragd. Ich habe jetzt schon ganz lange gesucht, bestimmt schon fast 4 Stunden, es war immer nichts. Aber jetzt ist ein kleiner drin. Wir haben vorhin 4 Stunden an der ausgewählten Stelle gesucht, bis sich endlich ein kleiner Smaragd finden ließ. Danach kam jetzt aber wieder auch nichts mehr, also haben wir uns entschieden, obwohl es noch derselbe Tag ist, nochmal eine neue Stelle auszuprobieren. Diesmal habe ich mir überlegt, an den Rand der Mure zu kraxeln, um mal zu sehen, ob sich eventuell an diesen Rändern Smaragde finden lassen. Also entnehme ich jetzt hier oben erstmal eine Probe, trage das Ganze an den Waschplatz zurück, den wir zu Beginn des Tages eingerichtet haben und werden dann sehen, ob sich hier vielleicht noch mehr finden lässt. Es ist tatsächlich wesentlich anstrengender, als man das vielleicht vermuten mag. Ich habe schon ein paar Stunden gesucht und bin ziemlich fertig, aber es ist natürlich auch immer wieder schön, dass sich inzwischen tatsächlich ein Erfolg einstellt und wir haben hier schon wieder den nächsten Smaragd.
Er ist zwar relativ klein, man sieht sie im Vergleich zu meinem Fingernagel, aber immerhin. So kommt dann doch einiges zusammen. Heute ist Tag Nummer 3 und wir probieren an der nächsten Stelle unser Glück. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Bedingungen hier nicht ganz ideal sind, weil hier nur sehr wenig Wasser fließt und man dadurch das Material im Eimer nicht ordentlich durchgewaschen bekommt. Ihr seht es hier im Bild, es bleibt ein trüber, schlammiger Schleier auf dem Brett liegen, der nicht weggespült wird. Das macht die Arbeit hier etwas anstrengender und aufwendiger, aber wir haben uns diesen Ort ganz bewusst ausgesucht, weil hier bestimmt nicht viele andere Smaragdsuchende unterwegs sind und eventuell ist dieser Ort daher noch nicht besonders abgesucht, was dann vielleicht wieder unsere Chancen erhöhen könnte. Wir werden jetzt mal sehen, ob an dieser Theorie vielleicht etwas dran ist. Ich habe jetzt an 3 verschiedenen Stellen Smaragde gefunden, aber immer jeweils nur am Rand der Mure, nie in der Mitte. Anscheinend liegt es daran, dass in der Mitte so viel gewaschen wird, dass man gar nichts mehr findet. Die Ränder sind unberührt und ihr seht es hier, je tiefer man in den Boden hineingeht, desto höher scheinen die Chancen zu sein, noch Smaragde zu finden. Man muss sich also wirklich mit viel Arbeit und Mühe in die Erde reingraben und dann hat man auch das Glück, dass es dann und wann grün im Waschbrett glitzert. Damit machen wir jetzt natürlich weiter. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich habe gerade das Brett aus dem Wasser gehoben und in der einen Ecke, da schillert es grün. Hier, genau da. Könnt ihr es vielleicht sehen? Ein länglicher Smaragd. Auch eher unförmig, aber trotzdem schön grün. Das ist doch was. Ich möchte euch gerne einmal auf diesen Kieshaufen hier aufmerksam machen. So viel musste ich auswaschen, damit ich einen Smaragd finden konnte. Nur damit ihr vielleicht mal einen Vergleich habt. Und das hier, was wir hier sehen, ist ja nur das Material, was ausgewaschen worden ist. Das heißt, das Ganze war ja noch von Erde und Schlamm umgeben und hatte natürlich noch wesentlich mehr Volumen als das, was wir jetzt hier sehen. Das ist also nur noch ein Bruchteil von dem, was ich in Eimern durchgewaschen habe. Damit habt ihr vielleicht eine Vorstellung, was man tun muss, damit man einen Smaragd findet. Diesmal hatte ich ein paar bernsteinartige, honigfarbene Mineralien mit auf dem Brett. Das ist ja auch ganz interessant. Und natürlich nehmen wir die mit. Hier seht ihr sie. Das ist ja auch mal interessant. Was es genau ist, kann ich nicht sagen. Aber das lässt sich ja vielleicht auch noch herausfinden. Auf jeden Fall
Kommen Sie mit in unser Funddöschen. Es liegen inzwischen 3 sehr abwechslungsreiche Tage im Habachtal hinter uns, die viel zu schnell wieder vorbei waren. Die Zeit ist wie im Flug vergangen und es kommt uns gefühlt wie eigentlich nur ein einziger Tag vor. Darüber hinaus fällt unsere Bilanz äußerst erfreulich aus, was wir euch gleich zum Abschluss selbstverständlich noch ganz ausführlich zeigen wollen. Unser Aufenthalt ist damit aber auch noch längst nicht zu Ende und es kommen noch 2 weitere Tage, an denen wir unsere Smaragdsuche fortsetzen werden. Es stellt sich allerdings daher die Frage, wie man diese Tage nun möglichst gut nutzen kann, und im Moment geht uns gerade ein Plan durch den Kopf, bei dem wir überlegen, etwas ganz Neues auszuprobieren. Ihr dürft also schon gespannt sein, was wir als nächstes vorhaben und euch in einem weiteren Video vom Habachtal im Anschluss zeigen werden. Wir haben das Schürfen am Gasthof Alpenrose erfolgreich abgeschlossen, könnte man sagen. Und wir wollen natürlich mit euch jetzt wieder eine Fundauswertung machen. Bevor wir zur Fundauswertung schreiten, möchte ich gerne noch ein paar Worte zum Schürfen allgemein sagen. Man stellt es sich wesentlich leichter vor, als es eigentlich ist. Im Moment scheint gerade die Sonne, aber man hat ständig wechselnde Wetterbedingungen. Es hat geregnet und war auf einmal total kalt. Eine halbe Stunde später war wieder strahlender Sonnenschein. Allein vom Wetter her ist es sehr, sehr unbeständig. Das Schürfen an für sich kann vielleicht auch sehr anstrengend und deprimierend sein, weil man eimerweise das Material durchwäscht und es ist einfach nichts drin. Und dann irgendwann glitzert es grün im Waschbrett, dann hat man wieder eine Motivation, um weiterzumachen. Aber das Ganze ist, wie gesagt, mit viel, viel Anstrengung und viel, viel Ausdauer verbunden. Man darf es sich also nicht so leicht vorstellen. Trotzdem waren wir erfolgreich und das zeigen wir euch jetzt in der Fundauswertung. Unsere ersten 3 Tage im Habachtal waren wirklich sehr interessant und die ganzen Funde wollen wir uns jetzt mit euch natürlich noch einmal ganz genau anschauen und werden jetzt mit Tag Nummer 1 beginnen. Wir brauchen diesmal für unsere Fundauswertung aber auch noch ein spezielles Werkzeug, und zwar eine Feinwaage, die wir hier jetzt im Bild sehen. Denn wir müssen natürlich bedenken, Edelsteine werden in Karat gewogen und das Gewicht trifft die Aussage bei der Beurteilung eines Steins, und wir wollen uns natürlich eine ungefähre Vorstellung machen, was wir hier überhaupt genau gefunden haben, und das können wir am besten feststellen, wenn wir eben halt das Gewicht in Karat bestimmen. Beginnen wir jetzt mit unseren Funden von Tag Nummer 1. Ihr seht hier aufgereiht die Mineralien, die wir an diesem Tag gefunden haben. Und im Video hatten wir es ja schon gesehen. Der erste Fund, den wir an Tag 1 gemacht haben, ist der relativ große Bergkristall, den wir hier sehen. Wenn wir einmal genau nachmessen wollen, dann stellen wir fest, er ist ungefähr 3,5 cm lang. In der Breite hat er an der längsten Stelle ungefähr 2,1 cm, ist also ein größeres Exemplar, und wir sehen es auch, er ist ziemlich klar, zumindest hier in diesem Bereich, im unteren Bereich eher weniger. Das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz interessanter Fund gewesen, aber natürlich war es nicht das, wonach wir eigentlich gesucht hatten. Trotzdem ist es natürlich immer spannend, wenn etwas auftaucht, und genauso haben wir es auch empfunden, als wir die Pyritwürfelchen gefunden haben. Aufgrund der Länge des Videos habe ich euch allerdings nur den einen einzigen Pyritwürfel gezeigt. Wenn wir uns den einmal genau angucken, dann hat er gerade mal eine Kantenlänge von 2,5 mm, ist also wirklich sehr winzig und klein, und ich persönlich empfinde es als unglaublich faszinierend, dass die Natur so etwas hervorbringt. Trotz aller Faszination für die Schaffenskraft der Natur war es natürlich immer noch nicht das, wonach wir eigentlich gesucht hatten.
Aber das änderte sich dann, nämlich mit diesem Steinchen, das wir hier sehen. Es sieht eigentlich grau und unscheinbar aus, aber das änderte sich, als wir uns die Rückseite des Steins genauer angesehen haben. Und wir konnten da nämlich erkennen, dass es hier einen grünen Einschluss gibt. Der grüne Einschluss ist nämlich ein Smaragdsplitter, der auf diesem Stein drauf sitzt. Es ist also das Muttergestein, in dem der Smaragd gewachsen ist. Und wir haben den Splitter, der hier drauf sitzt, gefunden. Es war auch gar nicht so leicht, das zuerst zu erkennen, weil es sich wirklich um ein sehr, sehr kleines Stück handelt und das natürlich bei den vielen Geröllbrocken und Kieselsteinchen, die man so auf dem Waschbrett liegen hat, nicht so leicht zu erkennen ist. Trotzdem hat man dieses Grün wirklich sofort gesehen. Wir hatten uns zwar vorher eingelesen und davon gehört, aber dass man das wirklich so deutlich erkennt, das hätten wir gar nicht gedacht. Damit hatten wir natürlich den ersten Hinweis darauf, dass es tatsächlich das, wonach wir suchen, auch wirklich zu finden gibt. Es hat dann wirklich noch eine ganze Menge Geduld erfordert und dann kam endlich der erste Smaragdfund, den wir hier sehen. Und das werden wir euch gleich auch noch zeigen. Es kam auch noch ein zweiter Smaragd hinterher, den ihr noch nicht im Video gesehen habt. Und zwar passierte das gerade, als wir schon die ganze Ausrüstung eingepackt hatten. Kamera und alles andere war bereits im Rucksack verstaut. Und dann wollte ich die Waschbretter zusammenpacken und dann lag er einfach noch da drauf. Deshalb haben wir vor Ort keine Originalfilmaufnahmen gemacht, aber ich zeige euch das jetzt natürlich noch im Nachgang. So, dann werden wir jetzt mal uns um die Karatzahl bemühen. Wir müssen dazu noch wissen, dass 0,2 Gramm einem Karat entsprechen. CT ist die Schreibweise, wie man sie in der Schweiz oder im internationalen Sprachraum verwendet. Man könnte auch KT schreiben, das wäre die deutsche Schreibweise. Ich verwende aber jetzt an dieser Stelle immer die internationale Schreibweise. Dann werden wir jetzt mal schauen, wie viel Karat unser Smaragd auf die Waage bringt. Zuerst beginnen wir damit, dass wir an unserer Waage Unit auf Gramm stellen, weil ich euch einmal zeigen möchte, was dieser Smaragd in Gramm wiegt. Wir sehen, die Waage zeigt 0,09 Gramm an und wir können jetzt Folgendes tun. Wir können hier auf die Anzeige gehen und Unit in Karat ändern und dann rechnet die Waage automatisch um und zeigt uns die Karatzahl 0,45 Karat. Das heißt, unser erster Smaragd hat 0,45 Karat. Wir können uns auch noch mal kurz die Größe anschauen. Das hat ja auch noch eine gewisse Aussagekraft. Ich lege ihn dazu einfach mal auf das Lineal und wir sehen, tatsächlich hat er in der Länge 5 mm. Ich versuche ihn mal ein bisschen zu drehen. Das ist immer ein bisschen kompliziert. Die Breite beträgt 4 mm. Den Smaragd vom ersten Tag wollen wir uns jetzt mit euch noch einmal zusammen in einer Nahaufnahme angucken und ihr seht auch, wir haben einen schwarzen Hintergrund gewählt, damit das Ganze noch mal ein bisschen deutlicher zu sehen ist. Was wir jetzt in der Nahaufnahme sehr deutlich erkennen können, ist die wirklich schöne grüne Farbe dieses Smaragds und das ist eben halt auch entscheidend für die Qualität eines solchen Steins. Der erste Fund ist damit auch tatsächlich der beste von den 5 Smaragdfunden gewesen, die wir in den ersten 3 Tagen gemacht haben. Andererseits muss man natürlich sagen, alles, was man findet, ist interessant und immer eine große Freude. Aber dieser Smaragd ist natürlich dann auch schon etwas Besonderes. Schleifwürdig wird er allerdings nicht sein, weil wir sehen, dass er natürlich auch ein bisschen zackelig ist und das würde das Ganze natürlich verkomplizieren und viel Geschick erfordern, um daraus vielleicht einen Stein mit entsprechendem Schliff zu machen. Trotzdem ist das ein schönes Andenken und genau darum soll es ja auch gehen. Und wir sind froh, dass wir so ein tolles Exemplar finden konnten.
Das ist also schon mal ein ganz ordentlicher Fund gewesen, der uns natürlich sehr gefreut hat. Der zweite Smaragd, den wir vor Ort nicht mehr gefilmt haben, ist ein wenig kleiner, auch viel dünner. Auch den wollen wir uns natürlich nochmal anschauen. Ihr seht es auch gleich am Gewicht im Karat. Er ist natürlich wesentlich leichter. Für uns hieß das, dass wir Tag Nummer 1 mit 2 Smaragden, einem tatsächlich schon größeren und einem kleineren und einigen anderen interessanten Mineralien abgeschlossen haben, was es natürlich umso spannender machte, wie es denn an Tag Nummer 2 weitergehen würde. Und das folgt natürlich nun direkt im Anschluss. Tag Nummer 2 begann, wie wir es jetzt sehen können, mit einem Pyritwürfel und einige Zeit später dann tatsächlich auch mit dem nächsten Smaragd. Auf die Waage bringt dieser 0,25 Karat, ist damit kleiner als der erste Smaragd von Tag Nummer 1 und größer als der zweite Smaragd von Tag Nummer 1. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben danach an der Stelle, wo wir diesen Smaragd gefunden haben, nichts mehr weiterfinden können und hatten uns deshalb an dem Tag entschieden, noch einen zweiten Ort auszuprobieren. Und genau das haben wir gemacht, sind einfach auf die gegenüberliegende Seite gegangen und auch dort sind wir fündig geworden mit diesem eher länglichen Smaragd, den wir hier sehen. Und dieser hat ein intensives Grün und bringt 0,2 Karat auf die Waage. Am Tag Nummer 2 hatten wir also wenige Mineralien, dafür aber direkt 2 Smaragde. Hochmotiviert ging es dann mit Tag Nummer 3 weiter. Ein Pyritwürfel, na klar, was sonst, das war unser erster Fund. Und es folgten dann noch diese honigfarbenen Mineralien, die allerdings nichts Besonderes darstellen. Getrocknet sind sie ein bisschen dunkler geworden, so wie dieser hier. Der hier ist eher etwas gelblich geworden. Das ist aber nichts Besonderes. Es wird sich um eine Art Quarzart handeln, würde ich sagen, weil das nämlich hier so ein bisschen am Schillern ist. Da wollen wir auch gar nicht weiter drauf gucken, sondern eher auf den Smaragd, der auch an diesem Tag kam. Es war ja der etwas ruhigere Ort mit wenig Wasserdurchfluss, wo wirklich auch nicht viele Leute gesessen haben. Und dort kam dann dieser Smaragd zum Vorschein. Man sieht auch schon, er ist länglich und relativ groß. Hat, wenn wir ihn auf unsere Maßeinheit hier legen, eine Länge von knapp 6 mm. Und jetzt schauen wir einmal, was der 5. Smaragd auf die Waage bringen wird. Die Größe ließ es schon vermuten, dass er etwas mehr Gewicht haben wird und wir sehen 0,45 Karat hat der größere Smaragd von Tag Nummer 3. Tatsächlich muss ich zugeben, dass ich mit einem derartigen Ergebnis nicht gerechnet hatte. Ich hatte natürlich angenommen, dass man vielleicht mit viel Mühe mal einen Smaragd finden kann. Aber wenn wir uns nun die 3 Tage mal zusammenfassend anschauen, dann seht ihr auch direkt, dass wir tatsächlich an 3 Tagen 5 Smaragde gefunden haben. Zwar alle noch im relativ kleinen Bereich, aber trotzdem finde ich das relativ bemerkenswert, dass es doch wirklich so viele waren. Und tatsächlich muss man sagen, an den ersten beiden Tagen 2 Smaragde, an dem dritten einen größeren. Das ist wirklich sehr, sehr
überraschend gewesen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Wir sind natürlich hoch zufrieden, aber ich habe euch ja schon erzählt, dass wir jetzt noch einen neuen Plan haben. Und da ist es natürlich super spannend, was das an Ergebnis mit sich bringen wird. Also seid weiter gespannt. Ich hoffe, die ersten 3 Tage konnten euch schon mal spannende Einblicke geben. Zum Abschluss wollen wir mit euch jetzt natürlich nochmal eine Fundschau machen, um alle Funde zu zeigen, die bei unseren ersten 3 Tagen im Habachtal zusammengekommen sind. Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat und vor allen Dingen, dass wir euch ein paar interessante Einblicke in die Smaragdsuche geben konnten. Es würde uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid. Bis dahin sagen wir, macht's gut und bis bald. Okay, now you
Ja.